Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal ein Spiel vorstellen, das mir momentan extrem viel Spaß macht. Die Rede ist von Eternal Return Black Survival und das Spiel findet ihr auf Steam gratis. Das Spiel ist eine Mischung aus einem MOBA wie beispielsweise League of Legends oder Dota und einem Battle Royale wie Fortnite oder Warzone. Und da das den Entwicklern noch nicht genug war, wurde noch ein Survival-Aspekt in das Spiel hineingehauen. In einem Unterschied zu einem klassischen MOBA, wo ihr euch eure Ausrüstung im Verlauf des Spiels kauft, müsst ihr hier über das Spielfeld wandern und verschiedene Materialien aus den Kisten einsammeln, um euch daraus eure Ausrüstung zu craften. Da die Entwickler des Spiels aus Südkorea kommen, sehen alle Charaktere auch so aus, als könnten sie in einem Anime mitspielen. Ihr könnt Eternal Return entweder alleine, zu zweit oder zu dritt spielen. Nun komme ich mal kurz zum Spielprinzip. Bevor das Spiel losgeht, wählt ihr einen der 28 Charaktere aus, wobei man sagen muss, es kommen auch regelmäßig neue Charaktere hinzu. Nach der Charakterauswahl könnt ihr dann noch auswählen, mit welcher Waffe ihr den Charakter spielen wollt, denn fast jeder Charakter kann mehr als eine Waffe bedienen, wodurch sich auch ein komplett anderer Spielstil entwickeln kann. Nachdem ihr auch die Waffe für euren Charakter ausgewählt habt, müsst ihr nun nur noch einen Plan wählen für die Ausrüstung, mit der ihr spielen würdet, denn der Plan zeigt euch dann im Spiel selber an, durch welche Zonen ihr gehen müsst, um dort die verschiedenen Materialien einzusammeln, um eure ausgewählte Ausrüstung fertigzustellen. Wenn man das Spiel natürlich oft genug gespielt hat, weiß man irgendwann, wo die ganzen Materialien rumliegen und kann somit auch etwas von dem Plan abweichen, um seinen Spielstil etwas variabler zu gestalten. Im Spiel selber müsst ihr dann Behälter looten, um dort die Materialien zu finden, die ihr für eure Ausrüstung benötigt. Und wenn ihr dann alle Materialien gefunden habt in einer Zone, die ihr benötigt, geht ihr in die nächste Zone, um dort wieder alle Materialien für eure Ausrüstung zusammenzusuchen, um schlussendlich irgendwann eure komplette Ausrüstung zusammenzukräften können. Die Steuerung im Spiel ist dabei ganz klassisch wie in einem MOBA. Ihr bewegt euch mit eurer Maus und eure Angriffe macht ihr mit Q, W, E und R. Neben den Materialien für eure Ausrüstung findet ihr in den Behältern auch immer mal wieder Essen und Trinken. Dieses könnt ihr natürlich auch zusammencraften, um daraus Besseres herzustellen. Und das Essen und Trinken dient hier im Spiel der Lebensregeneration oder der Mana-Regeneration. Neben den Kisten, die ihr looten könnt, findet ihr auf dem Spielfeld auch Tiere, die ihr besiegen könnt, um auch Materialien von ihnen zu bekommen, aber auch um XP für euer Waffenlevel und für euer Handlevel zu bekommen. Denn das Spiel bietet ein recht umfangreiches Levelsystem, welches ich jetzt aber nicht genauer erklären möchte in diesem Video, da das zu viel für dieses Video werden würde. Und natürlich begegnen euch auf dem Spielfeld auch andere Spieler, welche ihr entweder versuchen müsst zu besiegen oder wenn ihr seht, dass sie sowieso viel stärker sind als ihr selber, möglichst ihnen aus dem Weg zu gehen. Da das Ganze natürlich auch ein Battle Royale ist, wird das Spielfeld mit der Zeit immer kleiner. Denn nach und nach werden verschiedene Zonen geschlossen. Wenn eine Zone gelb markiert ist, bedeutet es, dass diese nach Ablauf der Zeit schließt und zu einer roten Zone wird. Eine rote Zone bedeutet, dass ihr euch in dieser Zone nur für eine begrenzte kurze Zeit aufhalten dürft. Und wenn ihr länger als diese begrenzte Zeit dort in der Zone seid, sterbt ihr automatisch und seid somit aus dem Spiel ausgeschlossen. Und natürlich wie in jedem Battle Royale gewinnt am Ende der noch lebt. Das war's dann erstmal mit dem Spielprinzip. Nun möchte ich euch noch kurz zeigen, was mir besonders gut oder was mir nicht so gut an dem Spiel gefällt. Doch bevor ich das Spiel zu sehr lobe, fange ich erstmal mit den negativen Aspekten von dem Spiel an. Zu einem ist das Spiel nicht gerade anfängerfreundlich, zwar gibt es ein Tutorial, was euch die Mechaniken von dem Spiel etwas näher bringt, aber das umfangreiche Crafting-System, welches es im Spiel gibt, kann einen zum Anfang doch schon ziemlich überwältigen. Aber die Entwickler arbeiten auch derzeit an Features, um das Spiel noch etwas anfängerfreundlicher zu gestalten. Des Weiteren ist die Playerbase von dem Spiel auch nicht so groß, wodurch man häufiger auf dieselben Leute im Spiel trifft. Das Ganze wirkt sich auch negativ auf das Matchmaking aus, denn so werden beispielsweise auch Anfänger mit Spielern zusammen in ein Spiel geschmissen, welche schon mehrere tausend Stunden im Spiel haben, wodurch das für die Anfänger sowieso schon schwere Spiel noch schwieriger wird. Aufgrund der geringen Spielerzahl muss man auch gerade bei den Ranked Matches sehr lange warten, bis man überhaupt eine Runde findet, die man spielen kann. Damit die Wartezeiten aber nicht so extrem bei den Ranked Matches sind, gibt es beispielsweise auf den EU-Servern extra bestimmte Zeiten, in denen man nur Ranked spielen kann, um beispielsweise zu verhindern, dass die Queue-Times zu extrem hoch werden. Eine Kleinigkeit, die mich jetzt selber nicht extrem stört, aber die man trotzdem ansprechen sollte, ist, dass die deutsche Übersetzung momentan noch an manchen Stellen nicht gerade die beste ist und selbst wenn man beispielsweise das Spiel auf Deutsch umgestellt hat, werden einem an manchen Zeichen trotzdem noch koreanische Schriftzeichen angezeigt.
kommen wir nun zu den positiven Aspekten des Spiels und warum mir Eternal Return derzeit so viel Spaß macht. An erster Stelle ist für mich halt die Mischung aus einem MOBA und einem Battle Royale, denn ich persönlich hatte bei Battle Royales oftmals das Problem, dass ich gefühlt 10 Minuten über die Map gelaufen bin, ohne einen einzigen Gegner zu sehen, und auf einmal bekomme ich einen Headshot aus dem Nichts und das war's dann mit dem Spiel für mich, ohne dass ich einen einzigen Gegner gesehen habe oder wusste, von wo ich überhaupt beschossen werde. Natürlich kann man bei Eternal Return auch mal eine schlechte Runde haben und extrem zeitig aus dem Spiel rausgekickt werden, ohne dass man wirklich Einfluss darauf nehmen konnte, aber zumindest kann man sich moralisch auf seinen kommenden Tod einstellen, wenn man sieht, dass eine gefeedete Jackie auf einen zurennt. Des Weiteren finde ich das Spiel auch noch sehr gut, da man einfach extrem viele Variationsmöglichkeiten hat, wie man selber das Spiel spielt. Und zu einem habt ihr ja die Auswahl aus mehreren Charakteren, welche dann wiederum nochmal verschiedene Waffen auswählen können. Und bei den Waffen habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, eure Ausrüstung persönlich auf euren Spielstil anzupassen, wodurch euch auch nie langweilig werden kann, da ihr ja immer wieder andere Spielvariationen ausprobieren könnt, falls ihr mal was Neues ausprobieren wollt. Auch wenn einer meiner negativen Aspekte war, dass das Spiel nicht sehr anfängerfreundlich ist, fand ich den Start ins Spiel doch ganz angenehm, da man recht viel am Anfang hinterhergeschmissen bekommt. So bekommt man nach erfolgreichem Abschluss des Tutorials 2 Charaktere, wobei einer davon ein Range-Charakter ist und der andere ein Melee-Charakter, und beide lassen sich mechanisch relativ einfach spielen. Anfangs levelt man auch noch relativ zügig, wodurch man relativ von der Gratiswährung den A-Points hier in dem Spiel bekommt, von denen man sich dann wiederum neue Charaktere kaufen kann. Um noch mehr A-Points zu sammeln, gibt es natürlich dann auch noch tägliche Quests oder auch ziemlich regelmäßige Events, bei denen man auch nochmal A-Points bekommen kann. Und wenn einem das immer noch nicht genug ist, kann man auch einfach irgendwelche Twitch-Streams von dem Spiel gucken und bekommt da auch ab und zu A-Points als Belohnung. Und wenn einem das immer noch zu langsam ist, kann man natürlich auch in das Game reincashen, um sich die Premium-Währung NP zu kaufen, womit man sich dann entweder Charaktere oder Skins kaufen kann. Ein weiterer positiver Aspekt in meinen Augen im Vergleich zu den klassischen MOBAs, bei denen man ja bekanntlicherweise meistens 5 gegen 5 spielt, ist, dass man das Spiel auch komplett alleine spielen kann, wodurch man dann keine Teammates hat, die einem beispielsweise das komplette Spiel griefen. Natürlich kann es auch ein negativer Aspekt sein, weil man dann niemanden außer sich selber hat zum Blame, wenn man eine schlechte Runde gespielt hat. Und den letzten positiven Aspekt, den ich zum Spiel hervorheben möchte, ist, dass die Entwickler auch versuchen, die Content Creator zu unterstützen. So kann beispielsweise jeder auf seinen Twitch-Stream die Drops für das Spiel aktivieren. Und von den Entwicklern wird auch ein Creator-Programm angeboten, bei dem man eigentlich unabhängig von der Größe daran teilnehmen muss, denn die einzigen Anforderungen, die sie dort haben, ist, dass man entweder eine gewisse Anzahl von Videos über das Spiel gemacht hat oder dass man das Spiel für eine gewisse Zeit auf Twitch gestreamt hat, und dann kann man schon an dem Programm eigentlich teilnehmen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel vielleicht bereits schon kanntet oder ob ihr es vielleicht mal ausprobieren wolltet. Und da mir das Spiel momentan wie gesagt extrem viel Spaß macht, werden in Zukunft hier auf dem Kanal auch noch weitere Videos zu dem Spiel erscheinen, also lasst gerne ein Abo da, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!